Kikoika in Belize. Für uns bleibt diese Insel immer in Erinnerung als der Urlaub während unserer Guatemala-Reise. Nach 3 Tagen zieht es uns aber wieder zurück in unser geliebtes Guatemala. So suchen wir uns in Belize City keinen Bus nach Guatemala, sondern in das kleine Hafendörfchen Punta Gorda an der Grenze von Belize. Mal wieder 6 Stunden im Bus gehockt, aber diesmal das erste Mal früher als angegeben angekommen. Trotz 100 Stopps. Ja, furchtbar. Und jetzt haben wir überhaupt keine Ahnung, ob wir jetzt direkt weiterkommen oder hier noch eine Nacht bleiben. Im Internet haben wir überhaupt gar nichts gelesen, ob noch eine Fähre fährt. Das schauen wir jetzt gleich. Vorher müssen wir natürlich, weil Landwechsel im Emigration Center uns emigrieren. Ja. Boah, jetzt wird es gerade richtig hektisch. Das Ticket kostet statt, also wo wir es gelesen haben, eigentlich 40, 50. Jetzt haben wir gedacht, ja 70. Jetzt hat es aber 100 Belize-Dollar gekostet. Das heißt, für eine Dreiviertelstunde Boot 50 Euro. Natürlich hatte man immer so viel Geld. Jetzt wollte ich erst noch mal Geld abheben, weil Belize verlangt für den Exit auch noch mal 40 Belize-Dollar pro Person. Jetzt konnte man aber wenigstens ein Ticket mit Guatemala Geld kaufen. Und die war da auch noch mit Boot auf uns, weil ja 100 Euro. Und es war jetzt wahrscheinlich teurer, als wir einen Bus genommen hätten, aber irgendwie klappt es jetzt auch, dass wir direkt nach Livingston kommen. Jetzt natürlich noch Exit. Und dann geht's. Aber Ende gut, alles gut. Wir sind ja die reichen Touristen. Nein, im Ernst, ihr könnt es jetzt an meinem Tonfall hören. Ich glaube, wenn wir das alles irgendwie gewusst hätten, weiß ich nicht, ob wir nach Belize wären. Ganz bestimmt nicht, aber sei es drum. Unser Ziel ist ja immer der Weg und ohne diese Fahrt wäre diese Reise nicht unsere Reise gewesen. Allerdings kommen wir ja jetzt noch zur sogenannten Fähre. Und Leute, seht selbst, die Nussschale ist voll. In dem Moment sind wir uns eigentlich sehr schnell sicher, dass wir heute hier doch nicht mehr wegkommen. Während 2 andere durch Versetzen von ein paar Rucksäcken und Koffern noch irgendwie Platz bekommen, scheint für uns kein Zentimeter auf dem Boot mehr frei zu sein. Den Motor schon an und der Captain das Ruder in die richtige Position eingeschlagen, wird uns angedeutet, dass wir auch aufs Boot kommen sollen. Nicht vorne bei den Taschen oder in einer der Reihenplätzen, ganz hinten, neben dem Captain. Wir sollen uns für die nächste Stunde einfach nur gut festhalten und das Beste hoffen. Und anfangs, wir sprechen jetzt von den ersten 2 Minuten, war das noch echt sehr witzig. Aber schnell wird uns bewusst, was hinten sitzen bedeutet. Bei dem Tempo, was das Boot drauf hat, werden wir in wenigen Minuten patschnass sein. Mal davon abgesehen können wir heilfroh sein, dass das Wetter so gut und die See verhältnismäßig ruhig ist. Wer weiß, was hier sonst hätte alles schief gehen können. Tapfer und mit jeder Menge Galgenhumor werden wir die 60 Minuten Fahrt über das offene Meer irgendwie überstehen. Nur nicht trocken. Das ist übrigens Carlos. Er war so nett, mir dieses Video nach der Fahrt zu airdroppen. Als Gegenleistung wollte er nur im Video genannt werden. Danke, Carlos. Livingston liegt an der Nordseite der Mündung des Rio Dulce in den Golf von Honduras und ist bekannt für seine ungewöhnliche Mischung verschiedener Volksgruppen und Kulturen wie Garifuna, Kexi und Ladino. Die Stadt prägen die Garifuna, die einzige dunkelhäutige afro-karibische Volksgruppe Guatemalas. Der Ort mit seinen etwa 16.000 Einwohnern ist nur über den Seeweg erreichbar. Etwa 30 Kilometer nördlich von Livingston befindet sich Punta Gorda, die südlichste Hafenstadt von Belize. Der Rio Dulce verbindet den 30 Kilometer landeinwärts gelegenen Ort Rio Dulce und den Izabalsee mit der Karibik. Von diesen 3 Orten gibt es regelmäßige Bootsverbindungen nach Livingston. Zwischenzeitlich mal im Wasser gewesen.
Und so vergessen wir das Wichtigste, was in diesem Moment trotz aller Widrigkeiten für uns zu tun galt. Vielleicht könnt ihr es schon ahnen. Spätestens vor Antritt unseres Heimfluges in Guatemala-Stadt werden wir mit diesem folgenschweren Fehler konfrontiert. Wir aber haben jetzt andere Aufgaben zu lösen. Das war jetzt mal wirklich eine krasse Bootsfahrt. Hatte man jetzt auch noch nie, dass dann danach 2, 3, 4 Leute zu uns gekommen sind und gefragt haben, ob alles okay ist. Und das, da wir irgendwie instinktiv gar nicht damit gerechnet hatten, dass wir hier heute ankommen, haben wir noch gar kein Hotel hier gebucht, rausgesucht. Jetzt laufen wir mal zu einem Hostel und hoffen, dass wir da irgendwie unterkommen. Das Backpacking. Und auch nachdem wir eine passende Unterkunft gefunden haben, gibt es noch einiges zu erledigen. Danach weiß jeder deinen Code. Ja. Wie ihr sehen könnt, kann es in Livingston selbst ganz schnucklig ausschauen. Ein ziemlich guter Ort, um einfach mal zu sein. Warmes Wetter und entspannte Menschen. Unter Meer und Fluss gleichzeitig. Da wir aber nicht direkt am ersten Tag einfach nur chillen wollen und das Wetter für den nächsten Tag schon wieder etwas schlechter werden soll, buchen wir spontan am Morgen bei unserer Unterkunft einen kleinen Ausflug zum vielleicht schönsten Strand Guatemalas. Und wie so ziemlich alles hier in der Gegend ist dieser nur mit dem Boot zu erreichen. Es stellt sich mal wieder heraus, wir haben uns nicht ganz so ausführlich informiert, wo es heute hingeht. Vor jedem Ausflug zum Strand fährt das Boot noch ein anderes Ziel an. 7 Altars. Eine unerwartet, aber schöne Überraschung. Ein bisschen erinnert uns das Ganze auch an Semuc Champagne, nur nicht ganz so spektakulär. Man hat eine Bootsfahrt bestellt an Strand und kommt hier raus. Auch das kann Guatemala sein, herrlich. Oh. Super. Nach einer knappen Stunde im Dschungelparadies geht es dann aber endlich zum Strandparadies, dem Playa Blanca. Auf den ersten Blick der wahrgewordene Traum aller Strandliebhaber ist die mit Palmen gesäumte Playa dann doch nicht mehr der Geheimtipp des Landes. Aber selbst die vielen Menschen tun diesem herrlichen Anblick keinen Abbruch. Und wer nicht auf Leute steht, nicht auf Liegen unterm Schirm angewiesen ist, findet nach ein paar hundert Metern strandaufwärts die herrlichsten Plätze, die man sich nur vorstellen kann. Wir bleiben aber am Hauptstrand und machen das, was man hier am besten tun kann. Nichts.
Trotz der Faulenzerei neigt sich der Tag viel zu schnell dem Ende entgegen und wir müssen zurück zu unserem Bootsmann. Auf die Minute genau geht's zurück zum Hafen von Livingston. Hier wird uns zum ersten Mal ein bisschen bewusst, warum viele sagen, dass man diesen Ort auch eher überspringen kann. Leider wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, bis sich die E-Tuk-Tuks durchsetzen. Und der nächste. Und der nächste. Ja, wir sind ja in einer Großstadt hier. Ja, und was gibt's sonst von Livingston noch zu berichten? Vielleicht viel mehr als das, was wir gesehen haben. Sogar ganz bestimmt. Aber auch kulinarisch freuen wir uns so langsam wieder in das Landesinnere zu kommen. Wobei die Pupusas hier ganz in Ordnung waren. Wenn man 10 Minuten oder eine ganze Stunde Zeit hat und es einen nicht stört, im Regen zu warten. Braucht jemand Stühle? An unserem letzten ganzen Tag in Livingston genießen wir den Steg unseres Hostels und machen nun wirklich gar nichts. Zumindest am Morgen ist das Wetter auch besser als vorhergesagt. Und da ist es wieder. Dieses eigenartige Gefühl, das sich uns bei eigentlich jeder Reise irgendwann einschleicht. Wir sind noch einige Tage unterwegs, aber das Allermeiste ist schon wieder vorüber. Die Gedanken an den Heimflug und das Zuhause in Deutschland werden immer größer. Gleichzeitig aber könnten und wollten wir nach entspannten Tagen wie diesen weiterreisen. Zu Hause werden wir belächelt, wenn wir sagen, eine Reise beginne für uns immer erst nach 2 Wochen. Wir benötigen diese Zeit, um überhaupt ins Reisen reinzukommen, den Alltagsstress loszulassen und das Neue genießen zu können. Das Privileg, einen Monat reisen zu können, ist schon mal ein guter Anfang. Aber wir wollen mehr. Für uns geht es heute aber erstmal weiter in Richtung Rio Dulce. Mal wieder eine Anreise, die für viele andere schon ein Tagesausflug sein könnte. Wir lieben es, so zu reisen, von einem Ort zum nächsten. Nicht zu lange und dabei einfach eine gute Zeit haben. An den Ufern des Rio Dulce gibt es einige Unterkünfte in verschiedenen Preissegmenten, so dass für jeden etwas dabei sein sollte. Wir haben uns für eine eher günstigere Variante entschieden und 2 Nächte im Hotel Casa Perico verbracht. Die Unterkunft liegt in einer kleinen Einmündung am Fluss und somit etwas tiefer im Dschungel. Außer gutes Essen vom Schweizer Besitzer und durch die Mangroven mit dem Kanu zu schippern, kann man hier direkt nicht wirklich viel machen. Man kommt natürlich nicht mal auf eigene Faust wieder weg. Hier ist die Unterkunft das Highlight. Wir können uns gut vorstellen, hier eine Woche oder länger zu leben. Stattdessen planen wir aber, am nächsten Morgen direkt nach dem Frühstück eine Lancha zu ordern, um zur Stadt Rio Dulce zu schippern und einen kleinen, aber sehr schönen Ausflug zu heißen Quellen zu unternehmen.
Da wir morgen wieder hierher kommen müssen, um mit einem Bus nach Guatemala-Stadt weiterzufahren, sehen einige von uns Optimierungspotenzial in unserer Reiseplanung. Wäre jetzt geschickter, entweder hier vorher anzukommen oder hier eine Nacht zu übernachten und dann dahin, wo wir jetzt gehen. Aber wir haben jetzt das halt schon gebucht bei unserer Unterkunft am See und machen jetzt quasi einen kleinen Tagesausflug. Ja, echt seltsam, hier wieder im lauten Trubel zu sein. Zivilisation, was los? Riesig für zwei so richtig doofe Touris gehört, sind wir jetzt erstmal ein bisschen zu weit gelaufen. Wenn nicht, sogar komplett in die falsche Richtung. Und dann auf der Karte geguckt und da ist ja ein Busschild. Und wurde gleich richtig angesprochen, wo wir hin wollen. Aber Rio Dulce ist schön, also das lohnt sich mal durchzuschlendern. Wir rätseln jetzt gerade, was ist besser, in Deutschland zu leben oder im Dorf einfach gar keinen Bus zu haben, mehr oder weniger. Oder solche Verhältnisse. Knapp eine Stunde später erreichen wir unser Ziel. Ohne Google Maps, das uns versichert, dass wir Finca Paraíso erreicht haben, könnten wir es kaum glauben. Hier im Dschungel zwei alte Bekannte, Millionen Moskitos und kleine Kinder, die uns etwas verkaufen wollen. Und dem Geruch nach müssen wir auch richtig sein. Es fängt so langsam an, nach Eierschale zu riechen, also Ammoniak. Die heißen Quellen bei Finca Paraíso waren für uns bis dahin nur ein weiteres Ausflugsziel dieser insgesamt tollen Reise. Wir hatten nichts Besonderes erwartet. Vielleicht ist auch diese Erwartungshaltung daran schuld, dass wir dieses kleine Paradies umso mehr zu schätzen wissen und fast nicht mehr weg wollen. Ein Wasserfall mit warmem Wasser. Die beste Dusche dieser Reise. Bevor jetzt zu viel Thermalbadstimmung hier aufkommt, gehen wir wieder. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt diesen Wasserfall als unser Lieblingswasserfall erkoren. Weil er warm ist. Aber nicht nur, er war auch schön. Er war auch schön und eine herrliche Natur. Ihr müsst wissen, dass wir eigentlich mit so wie öffentliche Bäder gerechnet haben. Und dann sowas herrlich. Und mir hatte jetzt auch das echte Glück. Als wir angekommen sind, waren nur 2 Menschen da. Wir hatten das Ding quasi für uns. Früh aufstehen lohnt sich immer. Es hätte sich vielleicht auch gelohnt, ein paar Minuten früher aufzubrechen. Dann hätten wir im Bus noch einen Platz, der ein klein wenig sicherer gewesen wäre, bekommen.
Seid mittendrin statt nur dabei, wie wir reisen wie die Locals. Und ja, es war vielleicht keine so gute Idee, mich mit der linken Hand festhalten zu wollen und gleichzeitig die Actioncam in der Hand zu halten. Aber sonst hätten wir diesen Moment auch nicht auf Video. Oh, daar. Eine der letzten Fahrten, aber eine Station haben wir noch vor uns. Wir haben eine lange Fahrt vor uns. Satte 284 Kilometer bis nach Guatemala-Stadt. Wie ihr bereits wisst, kann so eine Fahrt, anders als in Deutschland in 3, hier auch mal gut und gerne 8 Stunden oder noch länger dauern. Doch was benötigt es, um überhaupt am Ziel anzukommen? Genau, ein Fortbewegungsmittel. Zum ersten Mal auf dieser Reise kommt der Bus aber dieses Mal nicht pünktlich. Ausgerechnet bei der letzten Fahrt. Rund um das kleine Rio Dulce herrscht ein riesiges Verkehrschaos. Wir wundern uns nicht, dass der Bus nicht kommt. Immerhin warnt man uns recht bald vor, dass unser Bus im Stau steht. Im nächsten und letzten Video unserer Guatemala-Reisen lüften wir das Geheimnis. Haben wir es in die Hauptstadt geschafft? Und welche Überraschungen warten dort auf uns?